audience. Und nimmt diese Geschichte, um mit seinen Zuhörern sich zu connecten. The basis of his argument up there is, I know the name of this unknown God. Und seine Grundstrategie ist, dass er sagt, ich kenne den Namen von diesem unbekannten Gott. Alright? And so, Paul is familiar with this Greek philosopher, Epimenides. Und weiß von Epimendes. He quotes him in zitiert ihn. his letter to Titus, who was in Crete. An Titus, der in seinem Brief an Titus, der in Kreta ist. Have you heard Paul saying it's a true statement that Cretans are liars and scoundrels, whatever? That is a quote from this Greek philosopher. Als Paulus sagt, ist es wahr, dass die Kreter das und das Lügner und sonst was sind, das ist ein Zitat von diesem Philosophen. Okay, so Paul's up there and he gets his chance to bring his argument. Und der Paulus kommt dahin und hat die Möglichkeit, seinen zu erzählen. And they had a little time, hourglass kind of thing. Und die hat da so eine Sanduhr ja. And he said he'd get about 6 or 7 minutes to make your argument. Und hat 6, 7 Minuten, um zu reden. Running out of time, but if I would have somebody stand up here and just kind of orate Paul's sermon out. Ja, wenn wir jetzt jemanden hier stehen hätten, der einmal die Predigt vorliest. It takes about 90 seconds. Dauert ungefähr 90 Sekunden. Before Paul is cut off. Bevor Paulus abgeschnitten wird. Alright? They don't like that. Sie mögen es nicht. Why don't they like it? Warum mögen sie es nicht? Well, and there he says, I see that you're a very religious city. Sagt, ich sehe ja, dass ihr eine sehr religiöse Stadt seid. And again, you got the temples above him. Wir haben den Tempel da oben. And the idols below him. Und die Götterstatuen unter ihm. I want to tell you about a God who created everything. Ich werde euch von einem Gott erzählen, der alles geschaffen hat. He created your home. Er hat euer Zuhause geschaffen. He doesn't have a home created by men. Er hat kein Zuhause geschaffen von den Menschen. He created you in his image. Er hat euch in seinem Ebenbild geschaffen. You didn't create him to an image that you desired. Ihr habt ihn nicht nach eurem Design erschaffen. Again, idols being made below him, houses of the gods being built above him. Wieder die Götzenstatuen vor ihm und die Häuser der Götter über ihm. If I have time, I'll show you a picture, but he's twisting that on his audience. Und wenn ich habe, vielleicht zeige ich euch später noch ein Bild davon, aber auf jeden Fall dreht er das zu seinem Zuhörern. As you are making gods below us, wie ihr Götter unter uns macht, and then making their houses up on the hill, und Häuser für sie oben macht, the God I'm telling you about, der Gott, von dem ich euch erzähle, made you in his image, hat euch in seinem Ebenbild gemacht and made creation to be your ground. Und hat die Schöpfung gemacht, um euer Zuhause zu sein. This God doesn't need you to feed him, Er braucht nicht, dass ihr ihn füttert serve him like that. oder ihm auf die Art dient. He feeds you. Er füttert euch. See, these pagans are probably steaming. So, die Heiden sind also ziemlich rasend. Now Paul starts talking about the resurrection. Und jetzt redet der Paulus von der Auferstehung. And that's the straw that breaks the camel's back for these philosophers. Und das ist der Tropfen, der das Fass zum Überfließen bringt für die Philosophen. That was very strange for them. Es war sehr seltsam für sie. Again, we talked about their fear of death. Wir haben ja von ihrem Blickwinkel auf den Tod geredet. There's a few that want to keep going and listening to what Paul has to say. Und ein paar wollen, dass er weiterredet. But he doesn't really get anywhere in Athens. Und er kommt aber nicht weiter in Athen. You know, today we think of Athens as a big city, the capital of Greece. Heute denken wir an Athen als große Stadt, die Hauptstadt von Griechenland. And it was a very considerable city in the ancient world. Und es war auch eine große Stadt in der Antike. But it wasn't the most important city, the biggest city in Greece. Aber es war nicht die wichtigste Stadt in Griechenland. Zu der Zeit. The big influential city in Greece at the time is Corinth. Die wichtige Stadt zu der Zeit ist Korinth. So Paul heads to Corinth. Also geht er nach Korinth. All right. Now, Corinth, I said it was a big, major, influential city. Wie gesagt, große, einflussreiche Stadt. It was considered the center of the ancient world. Es wurde als Zentrum der Antike betrachtet. Extremely wealthy and extremely culturally influential. Sehr reich und sehr einflussreich. All right. It had a major port there.
hat einen der wichtigsten Häfen dort. Okay, if you look at the map here, Ihr seht euch die Karte an. you can see there's just a little bit of land right there. Ihr seht, da gibt es ein kleines bisschen Land da. Okay? And it takes a long time and it's very dangerous to sail around the south side of. Und es braucht sehr viel Zeit und ist sehr gefährlich, da außen rum zu segeln. Greece. Lots of shipwrecks, Viele kaputte Schiffe, lots of storms pop up really quick, squalls, thunderstorms. viele Stürme, die auf einmal aufkommen. Next wave was even a few years, I wasn't on board, but was sailing along here. Unser Schiff, die Next Wave, ist da mal lang gesegelt. And all of a sudden a storm popped up, a big thunderstorm. Und auf einmal kam ein Donnersturm The wind picked up, und der Wind kam and the huge metal boom, the bottom part of the sail, the metal part, und der wahnsinnig dicke Metallteil vom Schiff snapped in half. ist gebrochen. Waves picked up. Okay, also der Mast ist gebrochen. Starkmast. Not the tall, the horizontal part, not the tall. Okay, also. Der Baum. Hm? Ein Baum. Baum. Mastbaum. Gut. Good job. The boom. Aha. And so they pull into one of these harbors. Und da gehen sie in einen dieser Hafen They go down, try to get a welder to come get it. und sie suchen nach einem Schlosser oder nach einem, der es schweißen kann. After a few days, they're ready to set sail. Und nach ein paar Tagen segeln sie weiter. And then their anchor winch doesn't work anymore and they're stuck. Der Anchor Wrench. The winch, the thing that pulls up the Okay, big also anchor. dann ist auf einmal der Zug für den Anker kaputt. And so they spent the entire day with several man winches and people, we call them capstans, where you have, it's like a rim of a tire, and then you put big poles in it, and 4 people go around the outside to do this. So, Also die tolle Maschine, um den Anker manuell hochzubringen, wie man es aus dem Film quasi kennt, müssen sie genauso mit mehrere Tage lang they viele attached the Menschen. anchor lines to that, and it took them 8 hours to get the anchor up. Und 8 Stunden haben sie gebraucht, um dass der Anker endlich Okay, so hochkommt. my point is, it's still dangerous and tough to sail along these waters. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist immer noch gefährlich, darum zu segeln. Now imagine you're an ancient sailor in a wood boat without any GPS or weather radar or anything. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr in der Antike seid, in einem Holzboot, ohne Radar, ohne Wetterwarnung und sonst was. Now you have this 5 to 8 kilometer, I think about 5 kilometer land strip. Und dann gibt es diesen 5 Kilometer langen Landstreifen. If we could just get across that. Wenn wir da noch rüber könnten. So they came up with a solution. Also haben sie eine Lösung gefunden. There's a port here called Pieratt, Da gibt es einen Hafen namens Syntheria and on the other side of it is Corinth. und auf der anderen Seite ist Korinth. So they built a special Roman road, 5 kilometers long or so, between the two. Also haben sie eine römische Straße zwischen den zwei aufgebaut. And the ships would sail up into this harbor, Und dann fahren die Schiffe da zu dem and Hafen the ships would sail to this other harbor, oder zu dem anderen Hafen. Gulf kind of Bay area, nice and protected. Es war alles schön beschützt, dadurch, dass es so eingekesselt ist. And they had a road Und die hatten eine Straße. called DL Coast. I think I have it somewhere. I have to find it. Let me see if it's in this PowerPoint. Ich schau mal kurz nach, ob ich es hier in der Präsentation habe. Not on this one. I'll pull it up a little later. Ich zeige es euch später, das ist nicht in der Präsentation. Let me see. I should scratch it. Let me see if I can find it for you. Oder real quick. ich schau mal, ob ich es kurz finden kann. Makes more sense. Ist logisch. Okay. So here's the leftover port of St. Pieratt. Hier sind die Überreste von dem Hafen dort in Syntheria. This is where Phoebe is from. Remember Phoebe? Ever read about Phoebe? Phoebe in the Bible? Gut, ihr erinnert euch an Phoebe oder so, ich weiß nicht mehr. She's from here. Die in Römer 16, Vers 1 erwähnt wird. Smelly cat, smelly cat. Couple of you get that reference. Okay, on the other side you have Corinth. Und auf der anderen Seite ist Korinth. This is the temple of Apollo. Und da ist der Tempel von Apollo. Okay, and then they built a road. Und die haben eine Straße gebaut. The Diolkos.
Diokolos. All right? And so they would take either the goods or even the entire ship and they take them out of the water. Und die haben dort das gesamte Schiff genommen und aus dem Wasser geholt, Put it on these rolling logs auf Baumstämme gelegt and drag it down the road. und dann die Straße runtergezogen. Okay? And then vice versa. Und in die andere Richtung. Now you got a bunch of sailors. Jetzt hast du einen Haufen Seeleute, And they're going to have to wait a few days for their ships or their goods to transfer. die müssen darauf warten, dass ihr Schiff und die Güter weggebracht werden. They've been out to sea, Die waren auf hoher See, away from their families. weg von ihren Familien. I told you about being in the ship. You suddenly understand why sailors like to drink. Und ich habe euch ja erzählt, wenn man auf dem Schiff ist länger, dann weiß man, warum Seeleute gerne trinken. So sailors have been off the sea. They have a few days off. Und diese Seeleute haben ein paar Tage frei. They have some needs or desires. Sie haben ein paar Bedürfnisse oder Wünsche. They want their alcohol. Sie wollen ihren Schnaps, They want to have a good time. die wollen den Spaß And they want women. Women. und sie wollen Frauen. And Corinth was oh so happy to provide for those needs. Und Korinth war ja so froh darüber, dass sie ihnen damit helfen konnten. Corinth was famously known for his worship of Aphrodite. Die Korinther waren bekannt für ihre Aphrodite-Kult, Which is another sex-related cult. wieder eine sexbezogene Göttin. See what I have. I'll show you some things in a minute here. Oh, hey, where you go? Come back, come back. Okay, so in modern times, the same company that made the Panama Canal made the Corinth Canal. Dieselbe Firma, die den Panama-Kanal gemacht hat, haben auch den Korinth-Kanal gemacht. They followed more or less the same route as the ancient Theophilus Sie sind letzten Endes an der Straße, die Theophilus entlang gegangen and blasted through the rock. und haben den Fels weggesprengt. And they'll take big size ships with tugs through here. Und die nehmen riesige Schiffe, die da durchfahren. Not the most modern, huge tankers, but really Nicht die big. ganz modernen, richtig riesigen, aber dennoch Okay. große Schiffe. And so this black dot, this is the navigation computer in the ship. Und dieser schwarze Punkt ist der Navigationscomputer im Schiff. I took this picture. We are a boat, and we're right smack dab in the middle of the lake. Also ich habe dieses Bild gemacht, wir sind ein Schiff und wir sind mitten auf Land. You can see we're sailing right through. Also wir können hier mitten durchsegeln. Because again, it's a lot quicker, cost effective, Schneller, billiger, safer sicherer, to kind of go this way. einfach da durchzufahren. And it cost almost 1,000 euros to take our ship one way through there. Und es hat fast 1.000 Euro gekostet, dass wir da durchfahren. But if you're a commercial ship with, you're paying crew, you're paying gas, etc., it's still a lot quicker, cheaper, more efficient. Aber wenn du jetzt ein großes Schiff bist und du musst die Leute bezahlen, die mit dir unterwegs sind, und der Benzin und alles, dann ist es immer noch viel günstiger, da durchzufahren, einfach direkt. Okay, so our situation in Corinth. Also unsere Situation in Korinth, Again, an influential city, eine einflussreiche Stadt, a major port city, eine Hafenstadt, a very rich city, eine reiche Stadt, a very liberal city, eine sehr liberale Stadt, a very sexually promiscuous city. eine sehr sexuell schwierige Stadt. And we have Paul walking in. Und da läuft der Paul jetzt rein. Because if you can influence Corinth, you can influence a lot of the ancient world. Denn wenn du Korinth beeinflussen kannst, kannst du einen Haufen der Antike beeinflussen. Alright? And he walks into Corinth, Und er läuft nach Korinth and he quickly finds a couple, a Jewish couple, und er findet da ein jüdisches Ehepaar, who are also tent makers. die auch Zeltmacher sind. Okay, they have something in common. Da ist doch was gemeinsam. And they're actually already believers. Und sie sind schon gläubig. They have come from Rome. Die kommen aus Rom. They had been kicked out of Rome, Sie wurden aus Rom rausgekickt, but there's already a church in Rome. aber da gibt es schon eine Kirche in Rom. We'll talk about this in Romans, but most likely there's people that were at Pentecost. Wir reden dann nochmal drüber, wenn es um Römer geht, im Römerbrief, aber es gab Leute, die wahrscheinlich
an Pfingsten in Jerusalem waren. Jews from Rome who come and see Christ and believe, and then actually go themselves and plant a church in Rome. Leute, die da zum Glauben gekommen sind und dann zurück nach Hause nach Rom und dort eine Gemeinde gegründet haben. Okay, and which creates a problem which is addressed in the book of Romans. Und das bringt ein Problem, das im Buch der Römer adressiert wird. The Jews are kicked out for a while. Die Juden werden rausgekickt. We'll get there. So some of these Jews, Aquila and Priscilla, Kommt es dann später nochmal dazu. Und diese Juden, Aquila und Priscilla, are in Corinth. sind in Korinth. Now you got 3 Jewish tent makers sitting in Corinth. Jetzt hat man 3 jüdische Zeltmacher in Korinth sitzen. Why the heck would they be in Corinth if they're Jews and Corinth is known for all this debauchery? Warum sollten die in Korinth sein, wenn Korinth doch so bekannt ist dafür, dass die so viel Mist machen? All right. Well, you've probably heard of the Olympic Games, right? Ihr habt schon mal von den Olympischen Spielen gehört. Yeah? Well, those weren't the only ancient games in Greece. Die Olympischen Spiele waren nicht die einzigen Spiele in der Antike. There's lots of festivals and games in Greece. Da gibt es viele Spiele und Festivitäten in Griechenland. There's also there's lots of festivals, there's lots of things. Viele Feste und viele Dinge. But athletic games, there's actually a rotation of cities. Aber unter den athletischen Spielen gab es dann ein Rotationssystem unter den Städten. And every different year, a different city would host the athletic games. Und jedes Jahr macht eine andere Stadt veranstaltet die Spiele. You got the Olympic Games. Man hat die Olympischen Spiele. I think that was Athens. Und Was it the Ionian? die Ionischen. I can't remember exactly. I'm blanking on top of my head here. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. If I use my notes, I go too slow for DBS, so I have to do it off the top of my head. Ich habe das irgendwo in meinen Notizen für SBS oder so. But there's also the Isthmian Games. Und dann gibt es auch die ethischen Spiele. And this little land bridge, Und diese kleine Landbrücke, it's called the Isthmus. das ist der Isthmus. And so the Isthmian Games were held in Corinth. Also wurden die ethnischen Spiele in Korinth gehalten. Okay? And now, if you're in the ancient world and you're hosting the games, and there's lots of people coming, Und deswegen hat man da die ethnischen Spiele, da kommen viele Leute. and you're having this festival in good weather, Und du feierst da im guten Wetter. where are people going to stay? Wo schlafen die Leute? Bleiben die Leute? They're going to camp out in tents. Schlafen in Zelten. Perfect for a bunch of Jewish tent makers. Das ist doch perfekt für einen Haufen jüdischer Zeltemacher. Okay? So Paul begins to plant a church there. Also fängt Paulus an, die Gemeinde zu pflanzen. Tell you what, let's do a little archaeology, Machen wir ein bisschen Archäologie. and then we'll dive a little deeper into the issues first thing tomorrow. Und dann morgen gehen wir mehr in die Themen, in die Probleme rein. But we will kind of touch those a little bit now because the archaeology actually explains some of the issues in the church. Aber wir gehen jetzt schon ein bisschen an, weil die Archäologie das ein bisschen aufdeckt. Okay, well the first one is, Das erste ist, up here is the Temple of Apollo. da oben ist der Tempel des Apollo. Okay, down below is the Agora, Da unten ist der Agora, der Markt. and it's right near, and kind of what would be going off this way would be the meat market. Und da ist der Fleischmarkt. And over here is all the normal fancy meat. Und da ist das normale, tolle Fleisch. Okay? And then over here, coming along this way, along this strip, Und wenn du da die Straße lang gehst, it's the cheap meat section. ist das günstige Fleisch. Why is it the cheap meat section? Warum ist es günstige Fleisch? Okay. Let's say you're with your family and you had a good year and you want to worship Apollo. Sagen wir mal, du bist unterwegs mit deiner Familie und du hattest ein gutes Jahr und du möchtest Apollo preisen. Or your trade guild is having a meeting. Oder deine Gilde hat ein Treffen. In both those cases, you would likely go up here to the Temple of Apollo. Wahrscheinlich würdest du da in den Tempel des Apollo gehen, You'd bring an animal along ein Tier mitbringen and you would sacrifice it to Apollo. und dann Apollo opfern.
But you just wouldn't burn it up and leave it there. Aber das würdest du nicht nur verbrennen und da lassen. They found inside, there's actually like banquet rooms inside the temple. Da gibt es Banketträume in dem Tempel. You would have a feast, you'd have a dinner together. Du würdest ein Festmahl da drin haben und zusammen You would essen eat the meat und das Fleisch essen. in honor of Apollo. Zur Ehre Apollos. And what's left, Und was übrig ist, because you probably wouldn't eat all of it, weil du wahrscheinlich nicht alles aufessen kannst, uncooked meat would be given to the priests. wird dem Priestern gegeben. Priests would eat off of it, Und die Priester essen but they're davon. probably getting a lot of meat. Aber die kriegen wahrscheinlich viel Fleisch. So they take that animal, the meat, Also nehmen sie das Fleisch, walk down the hill, gehen den Berg runter and sell it in these stalls. und verkaufen es dort. And it'd be a lot cheaper than the expensive meat over here. Und es ist viel billiger als das teure Fleisch da drüben. Great, if you're a poorer person, Super, wenn du also arm bist, a lot easier to access meat. viel einfacher da an Fleisch ranzukommen. Okay? Then you're a pagan, whatever, it's been sacrificed to Apollo, yeah, and so what? Und wenn du ein Heide bist, da wurde ja Apollo geopfert und ja, so weit. But what if you're Jewish? Was ist, wenn du Jude bist? What if you convert to Christianity and no longer worship idols? Was ist, wenn du Christ wirst und keine Götter mehr anbietest? Now the church is having fellowship and communion together. Jetzt hat die Gemeinde Gemeinschaft. Everybody's having a bring and share. Alle bringen was mit. You have rich and wealthy people in the church, Und du hast reiche Leute in der Gemeinde and you have poor people in the und church. du hast arme Leute. Well, the rich people are going to come over here and get their nice ribeye and etc. Ja, und die Reichen, die gehen natürlich, holen sich das teure Superfleisch. Where are the poor people going to go? Wo gehen die Armen jetzt hin? They're going to come here. Ja, die kommen dahin. Now you got a bunch of people who are Jewish. Jetzt hast du einen Haufen Juden. You got a bunch of people who are for more idols. Oder ein Haufen Leute, die früher Götter angebetet haben. Pagan idol worshippers. Sorry. Götzenanbeter. And you're meeting together, Und die treffen sich. and the rich people are bringing their nice meat. Und die Reichen bringen dir gutes Fleisch. Or you're going to somebody's house for a meal. Oder gehen zu jemandem und zum Essen. And either at the church meeting or going to somebody's house, the poor person brings their meat. Und dann der Arme bringt sein Fleisch mit. And their meat has been sacrificed to idols. Und das Fleisch wurde für Götzen geopfert. What do? Was machst du? Do you eat the meat? Ist das Fleisch? Is that a problem? Ist das ein Problem? Does it sound familiar in you read Corinthians? Klingt das bekannt, nachdem ihr Korinther gelesen habt? There's a whole issue about meat being sacrificed to idols. Da gibt es ein ganzes Thema drum, wer das Götzenopferfleisch. Archaeology explains the problem. Archäologie erklärt das Problem. Alright? What's Paul's conclusion? Was ist die Erklärung von Paulus? Well, kind of depends. Kommt drauf an. Well, first of all, he says, well, we know idols aren't really a thing. Er sagt, ja, eigentlich Götzen gibt's nicht. Made by hand. Hm? They're made by a man's hand. Die wurden von Menschenhand gemacht. And it's not what goes into the stomach that makes you righteous or not. Und es ist nicht das, was in den Bauch geht, was dich gerecht macht. Okay, so if somebody's poor and it's not an issue for them, let them eat the cheap meat. Wenn jetzt jemand arm ist und es kein Problem für den ist, dann lass ihn doch das billige Fleisch essen. Okay? If you're having a meeting together and somebody used to be an idol worshiper or a Jew or something and that meat is a big no-go, Und wenn ihr jetzt zusammenkommt und einer von euch war ein Götzenanbeter und so weiter oder ein Jude und das ist so ein wirklich für den geht gar nicht, don't eat the meat. ja dann lasst es halt weg. It's that simple. So einfach ist es. It's not a problem Ist kein Problem, unless it's a problem. solange es kein Problem ist. And so if it's a problem for someone, just make it a non-problem. Und wenn es für jemanden ein Problem ist, dann mach es einfach zu keinem Problem. Okay? And we can have the same thing in culture today. Und wir können dasselbe in der Kultur heute haben. Alcohol. Alkohol. A lot of cultures, Christian cultures, that's a big no-go. In vielen christlichen Kulturen geht es gar nicht. Europe seems to be pretty okay with it, generally around, not a big deal. In Europa scheint es allgemein nicht groß thematisiert zu sein, kein großes Problem zu sein. North America, it's a bit of a mix, whether it's okay or not. In Nordamerika ist es so ein bisschen durchgemischt. Places like Africa and Asia,
Orte wie Afrika und Asien, that is an absolute no. da ist es ein ganz massives Nee. Okay. So is it okay for a Christian to drink alcohol? Ist es also okay für einen Christen, Alkohol zu trinken? It literally depends who you ask. Es kommt wirklich wortwörtlich drauf an, wen du fragst. Okay. And to me, this explores this idea of what we have freedom in Christ. Und darum geht, das zeigt dann das Thema von Freiheit in Christus And how we use it. und wie wir es nutzen. What I realize in life is true freedom Ich habe festgestellt im Leben, dass wahre Freiheit is having to be the freedom to be able to do something, ist die Freiheit, etwas zu tun, but it also has to really be free. You also have to have the freedom to not do something. aber um wirklich frei zu sein, brauchst du auch die Freiheit, es nicht zu tun. If you have to insist on something, then you're not really free, are you? Wenn du auf irgendwas bestehen musst, dann bist du nicht wirklich frei, oder? No, I have a right to drink alcohol. Nee, aber ich habe doch ein Recht, Alkohol zu trinken. What's the problem if you don't tonight? Ja, aber was ist das Problem, wenn du nicht? Is it that big of a deal? Wenn du es nicht trinkst, ist das so ein großes Problem? If that's a problem, then you might have a problem Also wenn das ein Problem ist, dann hast du with that wahrscheinlich ein particular Problem. thing. Yeah? That make sense? Verstanden? So Paul's answer here is, Die Antwort von heute ist, if your thing that you're free to do, wenn du denkst, dass du frei bist zu tun, maybe drinking alcohol is not a problem for you. wenn du sagst, Alkohol trinken ist kein Problem. Maybe watching particular movies with violence or whatever kind of sketchy stuff a little bit. Yeah, okay, whatever, it doesn't bother me. Wenn Ist du okay. dir Filme ansiehst mit Gewalt oder so und sagst, das ist für mich kein Problem. But if you have somebody that's sitting there drinking a beer, who's going to drink a beer and watch this movie with you, Aber wenn du jemanden dabei hast, der mit dir ein Bier trinkt und den Film mit dir ansieht, what if they have a struggle with alcohol previously? was ist, wenn die vorher mit Alkohol zu kämpfen gehabt haben? It's a form of addiction. Und waren süchtig. Maybe the movie will give them nightmares. Oder was, wenn der Film ihnen Albträume gibt. Maybe they struggle with lust, Vielleicht kämpfen sie mit Lust. and there's going to be some nudity in the movie. Und da gibt es Nacktheit in dem Film. What do you do? Was machst du? Are you free not to drink alcohol? Bist du frei, kein Alkohol zu trinken? Are you free not to watch that movie? Bist du frei, diesen Film nicht anzusehen? Do you really have freedom? Hast du wirklich Freiheit? Now, if you're on the other side, Wenn du auf der anderen Seite stehst, maybe you've had a problem with alcohol or something, wenn du ein Problem mit Alkohol gehabt hast you see somebody drinking, und du siehst jemanden, der trinkt, see somebody watching a horror movie or some, might have some scenes of nudity in it. oder du siehst jemanden, wie er einen Film schaut mit pornografischem Material mit einverbaut oder einfach Nacktheit, oder du siehst jemanden, der einen Horrorfilm anschaut, Is that other person a compromising Christian? ist diese andere Person ein Kompromiss-Christ? It's easy to judge somebody else. Es ist ganz einfach, jemand anderen zu verurteilen. Because I've seen it other ways where people get judged, where somebody will judge somebody else based on their own experience. Denn ganz oft verurteilen Leute andere basierend auf den eigenen Erfahrungen. You can't do that. Das kannst du doch nicht machen. You sinner. Bist doch ein Sünder. Okay. So again, this is about church unity. Das ist geht um Gemeindeeinheit. Be free to not do something if it causes a problem for somebody else. Fühl dich frei, was zu lassen, weil es ein Problem ist für jemand anderen. If you had a beer later on or tomorrow, is that really a big deal? Wenn du wenn du das Bier jetzt oder später trinkst, ist das wirklich ein Problem. Watch Aladdin instead of Game of Thrones. Schaut euch Aladdin an statt Game of Thrones. Watch Game of Thrones later. Schaut euch Game of Thrones später an. Is that a big deal? Ist das so ein großes Riesenproblem? No. Nee. Prefer one each other. Bevorzugt einander. Love one another. Liebt einander. When you're in outreach and things get tough, Wenn ihr im Einsatz seid, dann wird es schwierig. unity. Einheit. Serve the other person. Dient einander. They're struggling just like you. Die haben auch zu kämpfen. So wie There's ihr. somebody does something you disagree with, Und jemand tut was, womit du nicht übereinstimmst, maybe it's not a problem for them. vielleicht ist es kein Problem für die. Okay, maybe they need some discipleship in their lives.
Vielleicht brauchen sie brauchen sie Jüngerschaft in ihrem Leben. But maybe if it's not so clear cut, maybe it's just not an issue for them. Aber wenn es nicht so